Hallo Leute, Gaming zurück am Start, heute mit einem kleinen anderen Video, nämlich mit meinem Mock Draft für den 2018 Draft. Viel Spaß! Mit dem ersten Pick nehmen die Cleveland Browns Quarterback Sam Darnold, USC. Die Cleveland Browns brauchen unbedingt mal eine Antwort auf ihre QB-Position. Tyrod Taylor ist ein guter Quarterback, allerdings müssen sie in diesem Draft, sie müssen einfach einen Quarterback nehmen. Sam Darnold ist für viele der Nummer 1 Cornerback im Draft. Er ist ein sehr guter Playmaker. Outside von der Pocket kann er Bälle werfen und er hat diesen gewissen It-Factor. Natürlich hat er allerdings auch einige Fehler, ein langer Release zum Beispiel oder viele Turnover im College. Trotzdem denken, dass Sam Darnold ein sehr guter Pro-Spieler werden kann und werden wird. Und darum ist er auf vielen Draftboards der Nummer 1 Quarterback hier in 2018 Draft. Mit dem zweiten Pick wählen die New York Giants Running Back von Penn State, Saquon Barkley. Für mich ist Saquon Barkley der beste Spieler hier im Draft. Er ist ein moderner Running Back, das heißt, er kann den Ball natürlich phänomenal laufen, hat allerdings auch die Qualitäten, den Ball zu fangen vom Backfield aus. Er hat extrem gute Moves, sein Juke-Move ist phänomenal und er hat einfach alles Talent der Welt und natürlich auch extrem viele Touchdowns erzielt. Er ist schnell, er ist sehr bullig allerdings auch und hat Power, wenn er lernen kann, die hessischen Yards noch herauszuholen, wenn man nur 2 braucht. Wenn er das noch mehr lernen kann, nicht immer den Home Run hitten will, dann wird er definitiv ein All-Pro-Spieler werden in seiner Karriere. Quarterback wäre eine andere Möglichkeit für die Giants. Mit dem dritten Pick werden die New York Jets den Quarterback von Oklahoma hier wählen, Baker Mayfield ist eine polarisierende Figur. Er ist ja eine schillernde Figur hier im College-Sport gewesen. Zweimal ein Walk-On, das heißt ohne Stipendium irgendwo hingegangen und dann auch schlussendlich den Heisman Trophy gewonnen. Er ist einfach unglaublich competitive, das heißt, er will sich immer messen mit den anderen. Ist eine außerordentliche Leaderfigur auch, kann natürlich den Ball werfen, er ist mobil, natürlich allerdings auch Fragen mit seinem Charakter, weil er einige Male negativ aufgefallen ist. Ich denke auch die Jets könnten Josh Rosen nehmen, doch ich finde, dass Baker Mayfield auch ein sehr guter Fit sein könnte für die New York Jets. Mit ihrem zweiten Pick in der ersten Runde die Cleveland Browns wieder on the clock und sie wählen Bradley Chubb, Defensive End, der beste defensiver Spieler im Draft hier von NC State, wird ein sehr gutes Duo hier bilden mit Myles Garrett und auch Emmanuel Ogbah, ein junger Spieler hier. Die Cleveland Browns müssen unbedingt ihre Defense verbessern und das beginnt ja meist vorne mit der Front 7 oder hier halt mit einem Pass Rusher. Bradley Chubb ist für mich der beste Verteidiger im Draft. Er hatte 10 Sacks, 26 Tackles für Loss in seinem letzten Jahr. Wenn man ihm ein bisschen lernen kann, mehr kontrolliert zu spielen, dann wird er eine noch bessere Figur hier machen als Profi. Ich denke, er wird relativ schnell aufs Feld kommen von Anfang an und dann wird diese Browns Defense definitiv besser spielen als letztes Jahr, um vielleicht auch mehr Siege zu holen. Mit dem nächsten Pick die Denver Broncos wählen an der 5. Stelle Cornerback Denzel Ward, Ohio State natürlich, werden hier oft ein Trade-Up von den Bills erwartet oder gar Josh Allen von den Broncos selber genommen. Ich denke allerdings, dass nachdem man Case Keenum einen relativ schönen Vertrag hier gegeben hat und sie definitiv jetzt gewinnen wollen, ist Cornerback ein Muss. Offensive Line wäre eine andere Möglichkeit. Ich denke allerdings, Denzel Ward ist ein guter Athlet, ist ein bisschen klein, allerdings, wenn er mal seine Hand am Ball hat, dann ist das eine Deflection oder eine Interception sehr oft. Und nachdem man ja Keep to Leap da weggetradet hat,
hat man da sicherlich einen Platz offen für einen weiteren Corner, der ich glaube relativ schnell hier mal in einem Pro Bowl zu finden werden wird. Mit dem nächsten Pick, die Indianapolis Colts wählen Offensive Guard Quentin Nelson, Notre Dame. Quentin Nelson ist für mich der beste O-Liner mit Abstand hier im Draft. Er ist ein sehr guter Runblocker. Sein Pass Pro ist auch relativ gut, wenn er sich dort ein bisschen verbessern kann. Allerdings müssen die Colts mal anfangen, hier Andrew Luck, wenn er wieder mal auf dem Feld ist, besser zu schützen. Man hatte die meisten Sacks hier zugelassen und das war ja der Quarterback der Colts, ist seit einigen Jahren eine offene Türe für Sacks. Jacksonville hatte 10 letztes Jahr gegen sie und Quentin Nelson ist ein guter Beginn, von innen aus die Offensive Line zu bilden. Und Quentin Nelson definitiv, man denkt ja schon, ein Hall of Famer, für mich definitiv auch. Mit dem nächsten Pick, die Tampa Bay Buccaneers wählen Safety von Alabama, Minkah Fitzpatrick. Die Tampa Bay Buccaneers könnten hier definitiv auch Derwin James nehmen, doch in diesem Falle brauchen sie einen Safety und auch Cornerback, und Minkah Fitzpatrick ist ein Spieler, der hier beides machen kann. Er kann Wide Receiver decken, er kann Tight End decken, er kann im Slot spielen, er kann ein bisschen Outside, er kann Safety spielen. Er ist ein Swiss Army Knife einer Defensive, und die Buccaneers haben ja den Pass Rush schon verbessert, was auch dringend nötig war durch die Free Agency. Doch nachdem man die meisten Passing Yards zugelassen hat, ist das für mich ein No-Brainer. Minkah Fitzpatrick von Alabama, athletischer Spieler, wird sofort einen Impact hier machen und ein guter Fit hier für die Tampa Bay Buccaneers. Mit dem 8. Pick im NFL Draft sind die Chicago Bears on the clock und sie wählen Linebacker Tremaine Edmonds von Virginia Tech, besser gesagt. Tremaine Edwards ist extrem jung, das heißt, er ist am Tage des Drafts, das heißt, heute in der Nacht 19 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. 19 Jahre und er ist ein Top 10 Pick. Er ist ein moderner Linebacker. Er ist extrem groß für seine Position, 6'5". So, er ist extrem schnell, sehr athletisch und ein explosiver Linebacker. Er kann die Running Backs vom Backfield sehr gut, auch im Man-Coverage hier verteidigen. Natürlich mit 19 Jahren alt muss er seine mentalen Fehler, die er noch gemacht hat, ausbessern und einfach mehr Erfahrung holen. Doch für die Bears ist das ein guter Pick hier mit dem 8. An der 9. Stelle die San Francisco 49ers wählen den besten Tackle im Draft, Mike McGlinchey, ebenfalls Notre Dame. Nachdem man hier Jimmy Garoppolo einen riesigen Vertrag gegeben hat, wo fängt man am besten an? Mit der O-Line, und was, wenn schon der beste Guardwork ist, nimmt man den besten Tackle, Mike McGlinchey in diesem Falle. Er ist ein guter Athlet, er hat eine sehr schöne Technik, das heißt seine Punches sind immer gut gewählt. Er kann beide Tackle-Positionen spielen und Joe Staley ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und man könnte natürlich auch hier Linebacker, also Defense gehen, doch ich denke, man versucht da Jimmy G zu schützen durch diesen Pick. Er ist ein sehr solider Spieler, der ich denke sehr schnell hier Pro Bowler werden kann und ein sehr schöner Fit mit den San Francisco 49ers. Mit dem 10. Pick die Oakland Raiders wählen Linebacker Roquan Smith von der University of Georgia. Roquan Smith ist für mich wie Telvin Smith. Er ist nicht ganz so groß, doch er ist extrem schnell, sehr intelligent und ist in Man-Coverage extrem gut. Allerdings er braucht einen guten Fit und das sind die Oakland Raiders, wenn man direkt nach ihm läuft. Das heißt, wenn ein O-Liner bis zu ihm kommt, dann hat er extreme Schwäche gegen den Run. Wenn er allerdings neben einen Linebacker spielen kann, der den Run gut verteidigen kann, wie es bei Georgia der Fall war, dann kann er das Spiel lesen, kann mit seiner Explosivität einfach zum Ballcarrier laufen
und dann ein Tackle machen, dann braucht er einen Fit. Wenn die Oakland Raiders ihn nicht nehmen, könnte ich definitiv sehen, dass er relativ weit im Draft fallen kann. Mit dem nächsten Pick im Draft, an der Nummer 11, die Miami Dolphins, wählen Defensive Tackle wieder Weyer von der Washington University. Und dieser Typ ist ein riesiges Biest. Er ist 350 Pounds, das ist extrem. Und er ist ein Defensive End in einem 3-Thor. Er kann Nose Tackle spielen, er kann Defensive Tackle spielen in einer 4-3 Defense. Und er ist einfach gegen den Run ein extremes Biest. Und nachdem man ja einen Dame King Sue verloren hat, ist es definitiv nötig, hier die Defensive der Miami ein bisschen aufzupolstern. Quarterback könnte für sie ein Thema werden, wenn Ryan Tannehill nicht die Antwort für sie ist. Doch ich denke, dieser Pick wird sich sehr schnell ausbezahlen machen. Wenn sein Pass Rush ein bisschen entwickelt werden kann, denke ich, wird er noch ein besserer Profi als College-Spieler werden. Mit dem nächsten Pick, die Buffalo Bills sind auf dem Podium und sie wählen Quarterback Josh Allen from Wyoming. Yes, Josh Allen ist eine interessante Personalie. Er ist extrem talentiert, da sieht man, er hat eine Arm Strength, die glaube ich noch kaum jemand in der NFL hat. Er kann jeden Ball spielen und hat einige extrem geile Pässe im College gehabt. Allerdings mit 56% Completion ist das eine große rote Flagge. Man sieht es schon bei Christian Hackenberg, vielleicht Hackenberg 2.0, ich denke es nicht. Doch ich glaube, Josh Allen könnte davon profitieren, dass AJ McCarron schon bei den Bills ist, er nicht direkt von Anfang an spielen muss und so ein bisschen mehr an seiner Accuracy da arbeiten kann. Boom or Bust hier für die Buffalo Bills an der 12. Stelle. Mit dem nächsten Pick, die Washington Redskins wählen hier aus Linebacker Rashaan Evans, Alabama. Jetzt die Washington Redskins würden gerne auch Vita Vea nehmen, denke ich. Und Rashaan Evans ist vielleicht ein bisschen ein Reach. Allerdings, wenn man ansieht, letzter gegen den Run, dann muss man hier einen Linebacker nehmen, der definitiv den Run verteidigen kann. Er ist dafür nicht so gut in Coverage. Allerdings, er und Jonathan Allen, der ja auch bei den Redskins ist, könnten diese Defense da extrem viel besser machen. Und es ist einfach, wenn man letzter gegen den Run ist, muss man vielleicht auch ein bisschen reachen für einen Linebacker, der den gut verteidigen kann. Er ist also ein sehr guter Blitzer, man könnte ihn auch so in Sub-Packages als Passrusher aufstellen, das ist sehr versatil, darum ein guter Pick hier für die Redskins. Der 14. Pick gehört den Green Bay Packers und sie wählen aus Shair Alexander, Cornerback, Louisville. Für mich ist Alexander der zweitbeste Corner mit Abstand in diesem Draft. Er kommt von Louisville. Er war relativ verletzt im letzten Jahr und seine Man-Coverage ist nicht die beste. Allerdings, er ist extrem athletisch, hat extrem gute Ball-Skills und er ist sehr physical. Das heißt, gute Press-Coverage zum Beispiel. Man-Coverage, wie gesagt, nicht seine Stärke. Allerdings, er ist ein Leader und die Green Bay Packers müssen einfach etwas tun, um hier die Defensive besser zu machen. Ich meine, man vergeudet im Grunde genommen die Jahre von Aaron Rodgers. Er wird auch nicht jünger und da muss man jetzt ihn da holen, um mit Kevin King da ein dynamisches Duo zu bilden in Green Bay. Jetzt der nächste Pick gehört den Arizona Cardinals und sie werden hier in der ersten Runde den Draft-Seal machen, meines Erachtens, denn sie wählen Josh Rosen, Quarterback UCLA. Und der Grund, warum er hier fällt, weil die Jets nehmen Baker Mayfield und dann denke ich, wird einfach Josh Allen besser in Buffalo passen mit seinem Arm und diesem Wetter. Josh Rosen wird dann fallen. Er hat halt rote Flaggen mit seinem Charakter. Viele denken, er ist zu gescheit, was für mich eine total blöde Anschuldigung ist. Oder dass er einfach nicht die Liebe zum Spiel hat, was ich auch nicht glaube. Für mich ist Josh Rosen der beste Quarterback im Draft. Er ist der beste Passer, wie man so sagt. Seine Footwork ist extrem gut. Sein Release
und seine Accuracy ist gut und ich denke einfach, dass er wird ein sehr schneller Spieler sein. Mit Sam Bradford, der auch sehr gute Accuracy hat, könnte das ein gutes Duo für ihn werden, da ein bisschen zuerst zu lernen. Guter Fit für Rosen. Der nächste Pick gehört den Baltimore Ravens und sie wählen an 16. Stelle Receiver Calvin Ridley von Alabama. Natürlich, Quarterback könnte auch eine Personalie sein, Lamar Jackson vielleicht. Allerdings, Joe Flacco hat immer noch einen riesigen Vertrag, darum denke ich, werden sie einen letzten Run mit ihm versuchen. Calvin Ridley, am Anfang gefiel er mir nicht wirklich, doch wie mehr ich ihn mir anschaute auf dem Tape, desto mehr habe ich sein Talent erkannt. Er hat zwar einige Drops gehabt und gegen Pass Coverage muss er noch ein bisschen besser werden, allerdings ist er ein extrem guter Route Runner. Er kann seinen Körper sehr gut kontrollieren im 1 gegen 1 und außerdem ist er sehr groß. Er ist relativ groß, 6'1" um diese Größe herum und sehr schnell für seine Größe. 4'4" im Draft Combine ist nicht schlecht und sie brauchen unbedingt Right Receiver. Der nächste Pick gehört den LA Chargers und sie werden einen Steal hier holen. Derwin James, Safety, Florida State, fällt zu ihnen. Ich denke, dass Derwin James definitiv ein Top 10 Pick sein kann. Er ist ein Leader, wenn er etwas sagt, dann hört man zu. Er ist ein absoluter Alpha Dog und er könnte da Trey Boston ersetzen und dann eine noch bessere Defensive damit Joey Bosa, Melvin Ingram, Jason Verrett oder Casey Hayward bilden und das wäre schon angsteinflößend für den Gegner. Derwin James muss meines Erachtens nahe an der Line of Scrimmage spielen, was man beim durchschnittlichen Linebacker-Korb der Chargers definitiv auch machen könnte. Er ist ein relativ guter Zone-Verteidiger, allerdings auch ein sehr guter Blitzer und darum guter Fit hier für ihn in LA. Der nächste Pick gehört den Seattle Seahawks und sie wählen an 18. Stelle Cornerback von Iowa, Josh Jackson. Jetzt die Legion of Boom ist ja Vergangenheit in Seattle. Darum denke ich, werden sie einen Cornerback holen, um damit Griffin ein junges Duo zu bilden. Josh Jackson hat extreme Ballskills. Er war ein ehemaliger Wide Receiver, 8 Interceptions, sprechen Bände, führender in der Nation. 26 Deflections sind natürlich auch eine Zahl hier, die extrem gut ist. Er ist ziemlich ähnlich wie hier Richard Sherman, nämlich sie hatten den gleichen Combine 40-Yard Dash und sie sind einfach von der Spielweise sehr ähnlich, nicht die besten in Man-Coverage und er ist allerdings nur ein One-Year-Starter, trotzdem denke ich, dass er wegen dem noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Der nächste Pick gehört den Dallas Cowboys und sie werden einen Receiver wählen, DJ Moore von Maryland. DJ Moore ist für mich, wenn der zweitbeste, wenn nicht der beste Receiver im Draft und jetzt wo Dez Bryant ja kein Cowboy mehr ist, brauchen sie Hilfe auf dieser Position. Ich denke, Allen Hurns ist ein guter Spieler und mit DJ Moore wäre das ein sehr gutes Duo. DJ Moore ist ein Spieler, der vor allem sehr gut ist. Er ist sehr schnell, eine Touchdown-Maschine. Er macht Big Plays und ist vor allem sehr gut bei Yards after Catch. Das heißt, ein Screen und weg ist er in die Endzone. Er hat zwar nicht die beste Hände und das Route Running ist auch nicht das stärkste. Für das hätte man dann Allen Hurns, der ein guter Route Runner ist. Und dann hat man da ja noch 2 andere Receiver gesigned, die relativ groß sind. Darum denke ich, wäre das ein schöner Fit für DJ Moore. Jetzt der nächste Pick gehört den Detroit Lions und sie wählen einen Pass Rusher von, NTSA, das heißt Texas San Antonio, Marcus Davenport. Marcus Davenport ist für mich Ezekiel Ansatz 2.0. Er ist sehr groß, hat unglaubliches Talent, allerdings noch sehr viel Potenzial nach oben, er ist noch sehr raw. Natürlich die Lions könnten hier auch mit Darius Guice gehen, ein Running Back, doch nachdem man ja Ansah da nur den Franchise Tag gegeben hat, könnte Davenport Ansah ersetzen oder mit Ansah dann nächstes Jahr und über die Jahre hinweg ein sehr schönes Duo da bilden.
Natürlich, er muss ein bisschen mehr Moves entwickeln, allerdings mit seinem Grundpotenzial, das er mitbringt, wäre das ein schöner Fit in einer 4-3-Defense der Detroit Lions. Der nächste Pick mit dem 21. Mit dem 21. Pick, James Daniels Center, geht zu den Cincinnati Bengals. Ich denke, sie könnten ja auch einen Quarterback wählen, doch sie halten immer noch an Red Eifel da Andy Dalton fest. Ich denke, James Daniels ist ein sehr guter O-Liner und sie brauchen da unbedingt neue Spieler. Er ist ein sehr guter Blocker im Run und Pass. Er ist sehr gut, indem er sehr schnell, er ist quick, er kommt zu den Linebackers, zu den Safeties hoch und macht einfach riesige Löcher auf da für Joe Mixon, der dann laufen kann. Und ich denke, die Offensive Line war so schlecht, war nicht sehr gut im Pass Pro und er ist auch sehr gut im Pass Pro und Run Protection. Darum denke ich, ein guter Fit bei den Bengals. Der nächste gehört den Bills und sie wählen Guard Isaiah Wynn von Georgia. Was man sich jetzt überlegen muss, entweder spielt Josh Allen, wenn sie ihn draften, wie ich sage, oder AJ McCarron und dann geht man halt wieder zurück zum Lauf mit Shady McCoy. Jetzt ist da kein Richie Incognito mehr, kein Eric Wood, das sind 2 Löcher und Isaiah Wynn kann das schön stopfen. Er hat gezeigt, dass er ein sehr guter Guard in Run ist für den Lauf. Das hat er gezeigt, indem er für Sonny, Michael und und noch ein weiterer Running Back von Georgia, Chop, glaube ich heißt er, weiß nicht, tut mir leid, wenn es falsch ist, egal, sehr gut auch da geblockt hat. Sein Problem, er ist eigentlich zu klein für den Tackle, allerdings hatte die athletischen Voraussetzungen, auch Tackle zu spielen. Sehr guter Spieler hier für die Bills. Der nächste Pick gehört den Patriots und sie wählen Linebacker von Boise State, Leighton Van Der Esch. Leighton Van Der Esch ist ein One-Year-Starter von Boise State. Er hatte so viele Tackles, 140 glaube ich waren es ungefähr. Er hat sehr gute Instinkte und vor allem er ist gut gegen den Lauf und auch sehr gut in Coverage. Die Patriots Defense, die ja nicht sehr überragend war letztes Jahr, braucht unbedingt Hilfe. Ich denke, sie könnten da auch einen Cornerback holen, wäre definitiv auch eine Möglichkeit. Aber Leighton Van Der Esch ist einfach ein Allround guter Spieler, der sehr schön im Patriots-System, denke ich, aufblühen kann. Er ist ja nicht der schnellste, aber er ist einfach ein Footballspieler. Er ist immer am richtigen Ort und das macht ihn so ein guter Value hier mit diesem Pick. Der nächsten Pick gehört den Carolina Panthers und an der 24. Stelle geht Will Hernandez, der Guard, vom Board. Will Hernandez ist ein 4-Year-Starter an der University of Texas, El Paso und er ist ein richtiger Mauler. Ich vergleiche ihn immer mit Richie Incognito, da könnte er auch zu den Bills gehen. Extrem gut im Lauf. Sein Pass Pro ist besser als gedacht und Andrew Norwell ist ja weg. Und da brauchen sie einen neuen Guard, um dafür Christian McCaffrey die Löcher aufzumachen. Er ist athletischer als das, was man denkt. Er ist groß und er ist ein richtiger Mauler. Er will Leute zerstören, er will Leute kaputt machen und er will einfach zeigen, dass die anderen keine Chance haben. Feuer Starter ist auch, das heißt, er hat gute Erfahrung. Darum denke ich, wird er von Beginn weg da ein Starter sein in Carolina. Der nächste Pick gehört den Tennessee Titans und sie wählen Defensive End von Boston College, Harold Landry. Wenn er jetzt letztes Jahr im Draft gewesen wäre, hätte ich gesagt, definitiv Top 10 Pick, weil er mit 16,6 das sehr gut war. Dieses Jahr war er ein bisschen öfter verletzt. Allerdings der Fit im 3-Throw Defense der Tennessee Titans, denke ich, ist einfach zu gut, um ihn dann nicht zu nehmen. Brian Orakpo ist 32 Jahre alt. Derek Morgan wird ein Free Agent sein und Harold Landry hat die Size, die Strength, wie man so schön sagt. Er ist natürlich sehr schnell und kommt da um die Edge herum gesaust, explosiv,
braucht noch ein bisschen mehr Moves. Allerdings wird er dann ein sehr guter Pass-Rusher sein. Double-Digit 6 für mich liegen definitiv drin. Früh schon in seiner Karriere. Guter Fit bei den Titans. Der nächste Pick gehört den Atlanta Falcons und sie wählen Defensive Tackle Deron Payne von Alabama. Und dieser Junge passt einfach perfekt ins Scheme von den Atlanta Falcons. Sie suchen immer diese athletischen Verteidiger, so ein Keanu Neal, so ein Deion Jones, athletische Spieler, und das ist Deron Payne, ein Pass Rusher, der da die Lücke von Dontari Poe schließen kann und mit Grady Jarrett ein sehr junges und sehr hungriges Defensive Tackle Duo da bilden kann. Er ist vor allem in Run Defense extrem gut und er wird von Beginn weg, denke ich, ein Starter sein mit Jarrett und vielleicht auch Wick Beasley, der besser zurückkommt. Wäre das eine Front 4, mit dem man definitiv zu rechnen kann. Deron Payne, ein perfekter Fit in Atlanta, darum denke ich, wird er hier vom Draftboard gehen. Die New Orleans Saints wählen Tight End Hayden Hurst von der University of South Carolina. Das Beste von Drew Brees hat man immer gesehen, wenn er einen Tight End hatte über die Mitte wie Jimmy Graham, und jetzt natürlich mit Kamara und Ingram ist das Laufspiel auch zurück in New Orleans angekommen und Hayden Hurst ist ein Spieler, der ein sehr guter Passcatcher ist. Der Unterschied zu anderen Tight Ends ist, dass er auch sehr willig ist, im Run-Spiel da mitzuhelfen. Darum ein guter Fit. Dallas Goedert könnte auch hier vom Board gehen. Allerdings Hayden Hurst vielleicht ein bisschen zu alt für einige, nämlich 25, wenn die Saison beginnt. Für mich ist das kein Thema. Er ist ein ehemaliger Baseball-Profi, darum denke ich, dass er für die NFL gut geschaffen sein kann. Outstanding Production in der College-Spiel, darum denke ich hier guter Fit mit den New Orleans. Der nächste Pick gehört den Steelers und das wird eine Überraschung geben, denn sie wählen Running Back Darius Guice von LSU. Die Frage hier ist natürlich, was passiert mit Le'Veon Bell? Man hat ihn jetzt schon einige Male den großen Vertrag verweigert. Warum? Weil er nie die 16 Spiele macht, weil er vielleicht doch nicht so gut ist für die Steelers, wie die meisten denken. Dann könnte es durchaus sein, dass sie hier einen Running Back der Future nehmen, der auf einem nicht so teuren Vertrag hier noch einige Jahre spielen kann, und Darius Guice ist der perfekte Running Back. Er ist schnell, er ist athletisch und ich denke, was einige da nicht sehen, wie bei Leonard Fournette, dass er im Passing Game definitiv besser sein wird als im College, weil es vom Scheme her bei LSU einfach nicht dazu passt. Darius Guice für mich der zweitbeste Runback im Draft. Sehr schöner Pick für die Steelers. Jetzt der nächste Pick ist für mich ein sehr wichtiger, da ich Jacksonville Jaguars Fan bin und sie wählen Tight End Dallas Goedert. Ich denke, Jacksonville hat nicht sehr viele Löcher. Sie könnten ihr Best Player Available gehen, doch ich denke, sie werden an Blake Bortles da festhalten und sie brauchen einfach dann mit diesem Running Game ein Ziel über die Mitte, für den die Linebacker sich auch ein bisschen mehr achten müssen als für Mercedes Lewis. Dallas Goedert von South Dakota State ist für mich einer der besten Tight Ends im Draft. Sie könnten da auch Corner gehen oder Linebacker oder Lamar Jackson, wenn sie es wollen. Allerdings denke ich, mit einem Tight End, der den Ball fangen kann, ist das eine Offensive, die definitiv da für Unruhe sorgen kann in der AFC South. Darum denke ich, dass Tight End hier die Lösung für die Jaguars sein wird. Mit dem nächsten Pick haben die Minnesota Vikings und sie wählen Tackle Guard Connor Williams vom Texas A&M. Vor 2 Jahren für mich der beste Tackle im Draft oder im College-Spiel. Unglaublich gut, was er dort gespielt hat. Dann letztes Jahr ein bisschen verletzt, nicht mehr ganz so gut. Dann spielte er Inside Guard und dort war er wieder einer der besten. Für mich ist er ein Tackle, der Guard spielen kann, und Kirk Cousins, der 90 Millionen Mann knapp, muss man da schützen. Und das beginnt ja mit den Tackles auf der Blindside. Connor Williams, denke ich, wird Tackle spielen.
wenn es nicht funktioniert, Guard. Und dann denke ich, dass er für die Minnesota Vikings da die perfekte Lösung sein wird. Und spät in der ersten Runde denke ich auch, wo sein Pick dann fallen wird. Die New England Patriots haben einen zweiten Pick und dieses Mal wählen sie den Successor für Brady, Lamar Jackson. Das könnte jetzt eine Überraschung sein, doch sie hatten ihn für einen Private Workout dazu in ihrem Stadion oder ihrem Trainingssegment, waren sehr impressed von Lamar Jackson. Und er ist ein Spieler, der nicht direkt starten wird. Das muss er auch nicht bei den Patriots. Er hat mit Tom Brady einen Spieler, von dem er lernen kann, genaue Pässe zu spielen, wie man sich in der Pocket bewegt, wie man Bälle anbringt mit Anticipation, mit Touch. Und das lernt man natürlich nur von einer der Besten im Spiel. Darum denke ich, dass das auch mit Belichick ein guter Fit sein kann, weil er dann sein Scheme ein bisschen ändern wird für Lamar Jackson. Und ich denke, dass die New England Patriots definitiv da auch Luke Falk gehen können oder ein Corner, allerdings Lamar Jackson, der Pick. Mit dem letzten Pick in der ersten Runde und in diesem Mock Draft nehmen die Philadelphia Eagles Cornerback Mike Hughes UCF. Sie könnten natürlich auch Isaiah Oliver gehen, sie haben nicht viele Needs hier als Super Bowl Champion. Sie verloren Patrick Robinson, darum denke ich, dass Cornerback definitiv gehen kann. Running Back sehe ich auch Möglichkeit. Allerdings Mike Hughes ist ein guter Returner mit noch Upside im Coverage. Darum ein sehr schöner Pick hier in der letzten Runde. So Leute, das war es jetzt von meinem Mock Draft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn doch, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr denkt, welche Spieler wo gehen werden. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt am Mock Draft. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Draft. Wir sehen uns dann wieder mit der Bears Franchise. Tschüss Leute, habt einen schönen.